Wenn du richtig heftige Knieprobleme hast, du kannst dein Knie vielleicht kaum bewegen oder hast sie noch nie gedehnt, dann bist du hier genau richtig, denn wir machen jetzt 4 wichtigste Übungen, so schätzen wir das ein, und sei gespannt, wie sich das anfühlen kann. Erstmal geht es darum, die Waden frei zu dehnen, weil die haben einen großen Einfluss unserer Erfahrung nach auf Knieprobleme. Du stellst dich bitte so eine halbe bis dreiviertel Schrittlänge von der Wand entfernt, gehst mit den Händen gegen die Wand und wir beginnen mit dem linken Bein. Du setzt jetzt deinen linken Fuß so weit zurück, dass, wenn die Ferse absetzt, du schon eine Spannung unterhalb der Kniekehle merkst, in der oberen Wade. Das rechte Bein ist, so wie du siehst, gebeugt und wichtig, der hintere Fuß zeigt genau zur Wand. Ja? Also Fehler wäre, ich zeige es mal, den Fuß nach außen wegzudrehen. Der muss genau geradeaus zur Wand zeigen. Das Knie muss ganz gestreckt sein und das rechte Knie ist jetzt der Einstellhebel sozusagen. Also wenn du das mehr streckst, kommst du aus der Dehnung raus. Und wenn du es beugst, dann merkst du, wenn das linke Knie gestreckt bleibt, dann zieht es immer mehr in der oberen Wade. Und das wollen wir, weil das befreit das Knie von der Zugspannung der unteren Muskeln, die unter dem Knie sind. Dann dehnst du ganz vorsichtig immer weiter rein. Wie gesagt, das zieht in der oberen Wade, das kann in der Achillessehne ziehen. Das kann ein bisschen im Fußgelenk ziehen, das ist alles in Ordnung. Es muss halt gut erträglich sein, muss noch positiv sein. Aber wenn du es zum ersten Mal machst, dann bleibe auch ein Stück weg von gerade noch positiv. Ja? Dann bleib im voll positiven Bereich, aber du solltest eine Spannung spüren. Und dann merkst du, wie du im Laufe der Zeit immer weiter, noch ein Stückchen tiefer gehen kannst im rechten Knie, wo du dann links mehr in die Dehnung gehst. Achte aber darauf, dass das linke Knie während der ganzen Zeit, die wir hier zusammen üben, voll gestreckt ist. Wenn du das nicht mehr fühlst, oh, ist mein Knie jetzt gestreckt, ist es nicht gestreckt, dann gehst du ein bisschen raus, weil jetzt fällt es dir leichter zu fühlen, ist das gestreckt, streckst es wieder und gehst dann gleich wieder rein. Immer ein Stückchen mehr. Achte darauf, dass das Knie gestreckt bleibt. Achte auch darauf, dass die Ferse am Boden bleibt. Und dann gehst du langsam wieder raus, streckst das rechte Bein und schlenkerst ein bisschen die Beine aus. Das gleiche machen wir jetzt auf der rechten Seite. Du gehst mit dem rechten Fuß zurück, achtest darauf, dass der Fuß geradeaus nach vorne zeigt, streckst das Knie vollständig durch und beugst jetzt im linken Bein immer ein Stückchen mehr und lehnst dich richtig gegen die Wand. Ja, also die Wand trägt dich sozusagen, die hält dich stabil. Immer weiter nach vorne gehen und spür rein. Sobald du irgendwie Sorgen hast, das ist zu doll und meine Arthrose, wer weiß, wie sich das da auswirkt. All das beachtest du, bist vorsichtig. Ja, es muss immer ein gutes Gefühl bei dir sein. Immer weiter nach vorne gehen und reinfühlen. Kontrolliere, dass der Fuß nicht jetzt zwischendurch sich nach außen gedreht hat. Das kann manchmal passieren. Lehn dich gegen die Wand. Das ist ganz gemütlich eigentlich. Ja? Das ist eine ganz gemütliche Übung. Du stehst hier, lehnst dich gegen die Wand. Musst halt nur auf die Streckung des rechten Knies achten, sonst wirkt die Übung nicht so gut. Gell? Das ist wichtig. Und gehst immer weiter rein. Ja, spüre und fühle rein, was sich da ändert. Du merkst vielleicht, weil der Stoff sich von deiner Hose an der Haut bewegt. Daran kannst du die zunehmende Dehnung so ein bisschen nachvollziehen.
und dann gehst du langsam wieder raus. Beweg mal die Beine ein bisschen, lauf mal 2, 3 Schritte und es könnte sein, dass du merkst, das fühlt sich schon irgendwie leichter an. So, für die nächste Übung, es wird ein bisschen kompliziert jetzt, aber die ist so wichtig, dass ich dich total bitten würde, das versuchen irgendwie hinzukriegen. Also ich zeige dir mal, was eigentlich der Plan ist. Der Plan ist eigentlich, dass du deinen Fuß greifst und jetzt immer weiter Richtung Gesäß ziehst. Aber das wirst du kaum schaffen. Und deswegen, du könntest so eine Schlaufe nehmen. Und die könntest du dann so um den Fuß machen. Aber vielleicht hast du keine Schlaufe. Dann nimmst du halt einen Gürtel oder nimmst ein Handtuch. Wenn du ein Handtuch nimmst, ich tue jetzt mal so, als ob das ein Handtuch wäre, dann würdest du praktisch das Handtuch so nehmen, dich so rumdrehen und würdest dann das Handtuch benutzen, um zu ziehen. Aber vielleicht fällt dir das auch zu schwer. Und die absolut einfachste Sache, die jeder machen kann, das ist, du legst dich auf den Bauch, beugst dein zunächst mal rechtes Knie so weit wie es geht und jetzt bittest du Partnerin, Partner zur Hilfe. Thomas, sei doch so nett, zeig mal kurz. Und jetzt machst du das ganz vorsichtig. Du kniest dich wie Thomas hin, nimmst den Fuß praktisch vor die Schulter, den Fußrücken, hilfst mir, meine Leiste zum Boden zu drücken und dann kommst du ganz vorsichtig nach vorne und stopp, nicht weiter, kannst du sofort sagen, gell? Dein Partner, deine Partnerin, die müssen halt sofort reagieren. Du fühlst rein und sobald du merkst, oh, das wird zu doll, Thomas, mach mal mehr. Mehr. Jetzt wird es bei mir ziehen. Aber es kann sein, geh nochmal zurück, Thomas. Es kann sein, dass es bei dir, ich sehe es 90 Grad ungefähr. Es kann sein, dass es hier schon zieht. Und dann bleibst du einfach und sagst dem Thomas oder deiner Partnerin, deinem Partner, ein bisschen mehr und bleibst mit der Leiste am Boden. Ja? Okay, Thomas, danke. Wenn du gar niemanden hast und hast auch keine Schlaufe, dann ziehst du einfach den Fuß aktiv immer ein bisschen weiter in diese Richtung und bleibst so in der Übung drin. Egal, wie du es jetzt machst mittlerweile, ob du dir ein Handtuch genommen hast oder ob du eine Schlaufe hast oder einen Gürtel oder ob dich der Partner, die Partnerin ein bisschen drückt oder ob du es selbst machst. Wir bleiben noch drin in der Dehnung und steigern immer ein bisschen mehr und kommen dann mit dem anderen Fuß. Mit dem anderen Fuß zeige ich das jetzt mal mit der Schlaufe. Aber fast gleich ist ein Gürtel, der eine geeignete Länge hat. Gell? Den machst du drum, der rutscht halt ein bisschen, dann kannst du die Schuhe anlassen, dann rutscht es weniger. Und dann nimmst du praktisch die Schlaufe so in den Daumen oder auch den Gürtel so in den Daumen, hakst es ein und ziehst immer weiter, ganz behutsam Richtung Gesäß. Achte aber drauf, weil deine Hüfte möchte am liebsten sofort beugen. Das würde dann so aussehen, ja, dass sie sich hebt ein bisschen. Du musst die unten lassen. Du musst die unten lassen und musst praktisch Kontakt haben mit deiner Leiste oder Kontakt zwischen Leiste und Boden. Richtig runterdrücken. Ja, dir wirklich Mühe geben, nach unten zu drücken. Wenn du vielleicht ein bisschen beleibter bist und kommst mit der Leiste nicht runter, weil der Bauch stört, dann leg dir 2, 3 Bücher unter das Knie, dass das Knie höher kommt. Was du fühlen musst, das ist ein ganz, ganz deutlicher Dehnungsschmerz in der Mitte des Oberschenkels bis in die Leiste rein. Das ist das Zeichen, dass du genau am richtigen Muskel bist, der dir helfen wird, so ist unsere Erfahrung,
mit den Knieschmerzen wirklich die total runter zu trainieren, bis sie dann ganz weg sind. In vielen Fällen haben wir das kennengelernt, ganz schnell. Wobei es natürlich unterschiedlich schnell geht, ist klar, je nach Situation. Ja? Leiste schön runterdrücken, immer ein bisschen weiter rein. Und wie gesagt, Leiste, Leiste, Leiste. Das ist so super, super wichtig. Und dann kommen wir hier raus. Und jetzt haben wir von den Waden her schon das Ganze freier gemacht, von den Oberschenkeln her. Und das sind unserer Erfahrung nach die beiden Hauptgründe. Und jetzt noch ein heikles Thema, aber es geht nicht anders. Das heikle Thema ist auf alle Viere gehen. Und jetzt sagen ganz viele, ach, das kann ich nicht, ich habe ein künstliches Gelenk, das geht nicht, ich habe Schmerzen, das geht nicht. Dann mach's auf dem Bett. Leg ein Kissen unter. Leg dir irgendwas weicher unter, wodurch du mit dem Gewicht das aushalten kannst. Ja? Weil das ist eine ganz, ganz wirksame Übung. In den meisten Fällen, man muss sie nur machen und muss dann eben die Voraussetzungen so entwickeln, dass es geht. Wenn du das geschafft hast und du willst jetzt weiter nach hinten mit dem Gesäß, kann sein, dass es hier schon klemmt. Ja, es kann sein, dass es hier schon Schluss ist, weil es im Knie weh tut, weil es im Oberschenkel zieht, weil es in der Kniekehle zieht. All das kann passieren. Dann bleibst du bei dem, wo es zieht, wo es klemmt, bleibst du so, dass es noch gut ertragen kannst, aber es muss deutlich spürbar sein. Ja? Und dann gehst du Tag für Tag ein Stückchen weiter. Vielleicht kommst du aber auch von Anfang an gleich bis hier. Dann nimmst du die Hände ein bisschen weiter zurück und kannst jetzt in der Position üben. Oder du kommst vielleicht bis knapp vor die Fersen. Da musst du mal probieren. Hältst es aus, wenn du mehr Gewicht drauf gibst? Oder bleibst du lieber ein bisschen vorne? Also du kannst das, so wie ich es zeige, so genau einstellen, dass es immer möglich ist. Aber lass dich bitte nicht jetzt davon verunsichern, dass dir das zu kompliziert vorkommt. Ja? Oder dass du zurückschreckst und dass du irgendwie sagst, nee, ist nichts für mich. Ich sage ungern müssen, aber es wäre schon super gut, wenn du diese Übung dir drauf schaffst, weil sie hilft so unglaublich viel in vielen Fällen. Ja? Wenn du dann irgendwann auf der Ferse angekommen bist, dann geht es noch weiter. Ich zeige es nur mal, dass du so eine Idee hast. Ja? Dann würdest du immer mehr mit dem Rumpf nach hinten gehen, unter Mitnahme des Beckens, Bauchnabel einziehen, Bauchnabel nach hinten führen und dann kriegst du immer mehr Dehnung hier drauf. Und die ist so super gut für deine Knie. Deswegen, nochmal, egal wo du jetzt stehst, ja, versuch das hinzukriegen, dass du zumindest diese 2 Minuten, die wir es hier machen, in deiner Position üben kannst. Du wirst in den meisten Fällen erleben, wie das hinterher sich super gut anfühlt. Ja, du hast eine gute Chance dazu. Und die letzte Übung, da setzen wir das, was wir uns jetzt antrainiert haben, einfach um in eine Tu-Übung. Ja? Keine Übung, sondern eine Tu-Übung. Was ist da der Unterschied? Du stellst dich schulterbreit, hältst dich vielleicht auch an einem Tisch fest oder Stuhl ist zu leicht, ja, an einem Tisch, an der Heizung, irgendwas, was stabil ist. Und dann gehst du leicht in die Knie, bleibst da mit den Fersen unten. Und vielleicht kommst du nur so weit, ich sage mal von der Seite vielleicht kommst du nur so weit. Dann geht es nicht mehr. Jetzt fängt es an weh zu tun. Du hast keine Kraft. Egal. Dann gehst du bis hier und kommst langsam wieder hoch. Und dann gehst du wieder runter. So weit wie es geht. Kommst langsam wieder hoch. Und das wiederholst du. Und du merkst, jedes Mal kommst du ein Millimeterchen tiefer und gehst wieder hoch. Und dann noch ein Millimeterchen tiefer. Und wieder hoch. Ja?
Jedes Mal kommst du ein bisschen tiefer. Vielleicht bist du dann irgendwann hier, was für die meisten schon ganz, ganz übertrieben jetzt aussieht. Glaub mir, ja, vielleicht kommst du auch noch tiefer. Oder du kommst dann irgendwann so tief, dass du auch noch unter diese Höhe der Knie kommst. Du gehst immer runter, so weit wie es geht und wieder hoch. Und dann wieder runter und wieder hoch. Und du merkst auch, dass du dann immer mehr Kraft kriegst, weil die Muskeln üben dann. Dann übst du die Dehnung, um da so runterzukommen, immer ein Stückchen tiefer. Und gleichzeitig kriegst du die Kraft in die Beine. Und dann wirst du merken, mit einer ganz hohen Chance, dass du immer besser laufen kannst und dass du immer weniger von deinen Schmerzen in den Knien hast. Viel Spaß dabei und bleib dran und vertraue deinem Körper, weil der braucht das Training. Und wenn er das richtige Training bekommt, dann baut er sich auch um. So ist unsere Biologie in jeder Zelle angelegt. Viel Spaß! Und wenn du hier klickst, kriegst du was ganz Spezielles, nämlich wie kannst du noch gezielter üben, besser vom Boden wieder hochzukommen.